Schlussendlich ist ein Abenteuer halt das Unbewusste. Im Alltag versuchen wir alles immer zu planen. Und beim Bikepacken ist eigentlich genau das Schöne, dass du vieles nicht planen kannst und auch nicht musst. Und das Abenteuer beginnt eigentlich dort, wo dein Plan aufhört. Zürich Escape ist ein Bikepacking-Event von und nach Zürich. Es sind 400 Kilometer mit knackigen 10.000 Höhenmeter. Die Teilnehmenden sind selbst-supported unterwegs, das heißt ohne Crew, ohne Helfer. Man hat dabei, was man dabei hat. Ohne Idee geht gar nicht. Ist für mich Erstversuch. Alle haben so wenig dabei und ich habe gefühlt meinen halben Hausstand dabei. Aber ich will für alles gewappnet sein. Man hat am Ende 3 Tage Zeit. Am Sonntag ist Finisher-Party. Wer es dahin zurück schafft, kriegt auch was Leckeres zu essen. Und dann hoffen wir, dass wir alle wieder am Lagerfeuer sind und die Geschichten erzählen. We just want to be back at 3 in the afternoon on Sunday. That would be the goal. Die Leute sind bunt gemischt. Zur Hälfte Frauen, zur Hälfte Männer. Die einen manchmal Profis, die anderen sind noch nie so weit Rad gefahren. Endlich mal wieder in den Bergen. Ich komme aus Amsterdam, da ist es relativ flach. Deswegen freue ich mich auf die Aussicht und die Berge. Ist am Ende aber auch nicht entscheidend, weil es geht nicht um die Kraft in den Beinen. Es geht darum, unterwegs zu sein. Solange du dich vorwärts bewegst, kommst du an, egal wann. Und das ist eigentlich das Coole. Jetzt noch ein bisschen nervös. Mein Ziel ist einfach, in einem Go durchzufahren. Dann bin ich happy. Kein Pardon, kein Zurück. Vollgas durch. Wir sehen uns auf der Strecke. Wir starten in Zürich, gehen direkt den steilen Höckler, die Höcklerstraße rauf, damit sich das Feld etwas verteilt. Das ist der erste Berg. Spannend wird es dann am Ende des Tages. Der Schweiß läuft, ja. Aber die Tränen noch nicht. Es geht auch darum, um zu zeigen, hey, du kannst, egal wo du wohnst, in der Stadt oder irgendwo in einem Dorf, kannst hier zu Hause losfahren und das Abenteuer vor der Haustür beginnt. Schön da. Könnte nicht besser sein. Es regnet nicht. Yeah! Die Route ist sehr abwechslungsreich. Es ist Mixterrain, das heißt, es hat wirklich von schnellen Waldwegen über Single Trails. Aber es hat auch sehr viele wirklich steile Abschnitte drin. Jetzt über das Fahrrad ein bisschen. Komm, fahren, nicht laufen. Das sieht ein bisschen anstrengend aus, aber das macht Spaß. So nice the sun. Checkpoint 1, 140 Kilometer. Die Beine sind noch frisch, ein bisschen Krämpfe, aber sonst kommt es gut, ja. Ciao, Frank. Die Jungs da vorne sind einfach zu schnell. Aber nur mein Pace fahren. Hey, Luppert, danke vielmals.
Der große Vorteil, eine solch herausfordernde Route im Event zu fahren, ist klar die Community. Unterwegs wirst du immer wieder andere Teilnehmende treffen, die vielleicht in derselben Situation oder in einem komplett anderen Mut sind. Du wirst die Volunteers am Checkpoint treffen, die sich freuen, dich zu sehen. Die Bühne ist gerade recht gut. Das ganze Miteinander ist eigentlich cool. Du bist zwar alleine unterwegs, aber du weißt immer, hey, es sind 100 Leute rund um mich herum. Das kann auch sehr bestätigend und motivierend sein. Das macht es wesentlich einfacher, als wenn du alleine unterwegs bist. Mega gute Strecke. Lowlight? Ja, eigentlich bisher jetzt noch nicht. Also außer dass es ein bisschen härter ist, wie ich gedacht habe. Aber ich glaube, bei diesem Profil ist eigentlich von vornherein klar. Ja, viele Routen-Highlights sind jetzt keine berühmten Berge oder Wasserfälle oder so. Das sind kleine Abschnitte, irgendwo mal 50 Meter, ein wunderschöner Single Trail oder ein Waldabschnitt, der komplett mit Moos überwachsen ist. Das sind am Ende die Abwechslungen, die es auch so schön machen. Ist das schon hier der Checkpoint? Ich bin noch nicht so organisiert. Tommy hat mir gesagt, wenn wir einkaufen gehen, muss man immer im Kopf haben, was man will. Habe ich nicht so umgesetzt. Fürs Abendessen Salami und Gurken. Dann vielleicht noch Prosciutto Sandwich. Oh, und die Dinos, das ist herrlich. Bei allen Unterdistanzrennen geht es aus meiner Sicht darum, die Grenzen auszuloten oder zu schauen, hey, was geht mit einem Stück Kuchen und Wasser? Wie weit kann ich eigentlich fahren? Veganes Schnitzelbrot. Wie lange hält das jetzt? Hoffentlich bis irgendwo nahe Checkpoint oder so. Wir fahren da so. Schaffe ich das? Wird es gut gehen? Alle anderen sind viel besser als ich. Da geht es wirklich darum, das zu überwinden. Es ist für alle steil, es ist für alle zwischendurch hart, es wird bei allen dunkel. Wenn es regnet, dann regnet es bei allen. Und das sind Situationen, wo du dich auch bewusst mit dir auseinandersetzt. Ja, hoch zum Tanzborder, das ist eine Schufterei. Da geht's hoch, da geht's lang hoch. Und das gehört irgendwo auch dazu. Also ein schöner Ort wird dadurch auch schöner, dass er nicht leicht zu erreichen ist. Je leichter er zu erreichen ist, desto mehr Leute hat es da, desto bekannter ist er auch, desto weniger hast du es dir auch verdient. Also derselbe Ort wirkt nicht gleich, wenn du da mit dem Auto hinfährst oder wenn du irgendwo dein Rad hochgeschoben hast und dann oben bist. Wenn man dann oben über die Kuppe kommt und wieder über den Zürichsee sieht, auch sieht, wo man schon mal war, vor Stunden, Tagen, was auch immer, das ist schon ein cooles Gefühl. Das ist schon noch mal was anderes. Also wenn es so steil hochgeht und dann noch das Schotter und so, das habe ich überhaupt keine Übung. Ja, man muss so ein bisschen gerne leiden, aber das machen wir ja gerne, oder? So, jetzt runter, was essen und dann nochmal hoch. Bis später. Die steilen Abfahrten. Ja, die sind heavy gewesen. Aber ich fahre lieber auf als geradeaus. Wenn es steil wird, laufe ich dann wieder. Ja. Ah, ich laufe nicht so gern. Aber ich muss mich einmal zwingen zum Abzulaufen. Mit dem Rauchbein schon mega. Ja. Jawohl. Er sieht schön aus da vorne.
So, I'm tired, cold. Ah, das täuscht. Das täuscht ein bisschen. Aber die Strecke macht es wett. So sagt es. Wie lange machst du noch? Bis wahrscheinlich Wattwil. Ja, so 20 bis Kilometer. Stell dich genau ein bisschen ein. Da noch ein bisschen schlafen oder? Ja. Nein, du da fahre ich nicht. Was sagen eure Beinmuskeln? Hier brennt. Ja, let's go! Wie war der Anstieg? Steil. Aber gut, oder? Total. Wie lange noch? Bis zum Checkpoint oder bis zum Anstieg davor? Ja. Ja, schauen wir mal. Aber ich habe gehört, dass es da anscheinend irgendein trockenes Plätzchen auch zum Schlafen gibt. Und das wäre ja eigentlich, also Schlafqualität ist ja schon noch was Wichtiges. Oh ja. Oh ja, das ist eher massiv. I just want to take a picture of that. Makes sense. See you. When I'm sleepy, I'll stop. I know some good bivvy spots coming up. There's a really nice public toilet. It's really warm. I slept there before. Dann standen wir dort und dachten so, wo ist hier denn der Weg? Ja, genau. Dann sind wir durch diese Matschlöcher durch. Dann freut man sich nach dem Anstieg auf die Abfahrt und dann Genau. Das ist sowas. Das war jetzt ein bisschen für Menschenhasser. Also ein paar Dinger dabei, wo ich mir dachte, so, hier wollte uns so richtig einen reindrücken. Schläfst du jetzt nochmal, meinst du, oder fährst du? Muss schon weiterfahren. Muss das Ding nach Hause bringen. Also, Beine sind fit, so gut es geht. Reicht nicht für mit den Schnellsten mitzuhalten, aber ja, es ist schon eine anspruchsvolle Strecke. Macht müde. Musikwahl ist Sympathy von Declan McKenna. Also, tschüss. I don't feel like I slept, but I probably slept a bit. But time to go. Have a good day. Bikepacking für mich eigentlich die schönste Art, unterwegs zu sein. Du hast eigentlich ganz wenig. Es ist egal, ob du zu Hause eine 30 Kilometer fährst, irgendwo übernachtest und wieder zurück, oder ob du einmal um die Welt fährst, dann ist eigentlich dasselbe dabei. Eigentlich hast du nichts anderes vor als fahren, essen, Schlafplatz. Und was anderes gibt es eigentlich nicht. Wir hatten eine richtig coole Nacht bei einem jüngeren, netten Bauern-Ehepaar Shell. 3 Kinder, super nett. Der hat uns einen kompletten Heuboden fertig gemacht. Noch Decken, Schlafsäcke, Kissen. Und das war 5 Sterne Luxus. Das war so geil. War echt gut. Ich habe einfach gemerkt, dass er platt war. Wahrscheinlich hat es dann noch. Also, ich glaube, ich war jetzt ja irgendwie die 15. oder so, die da runterkam. Ich möchte nicht die 100. sein.
Geräusche, weil es winkt. Oh my god, I don't know if I can make another climb. I just need breakfast. Do you know any good bakery around? Der beste Dessert, den ich je hatte. Das habe ich mir verdient heute. Ja. Und jetzt noch in der Sonne sitzen und Nachtessen, das ist perfekt. Hat dich der Regen erwischt? Ja, ich dachte, ich halt mal kurz, bis er vorbeigeht. Dann noch mal auf die Karte gucken, zu motivieren, wie viel es noch ist. Ja, jetzt noch über den Hügel und dann geht es erstmal nur noch abwärts und dann Kuchenweg hoch. Ja, wenn ich mit dem Velo mehrere Tage unterwegs bin, ist er wirklich komplett abschalten. Es reduziert sich auf das, was gerade ist, weil das Ganze, was irgendwo im Beruf oder sonst wo ist, wirst du automatisch zu Hause lassen, weil das ist in dem Moment nicht relevant. Wir haben jetzt noch 28 Kilometer, dann ist Zürich Escape für mich rum. War auf jeden Fall ein straffes Ding, aber macht Spaß. Und ein bisschen mehr Schlaf hat auf jeden Fall gut getan, kann ich empfehlen. Dann kann man es auch genießen. Nachts fahren fand ich nämlich eher scheiße, also hat sich auch mein Bivi-Setup gelohnt und mein Explorer-Rad. Aber leicht bepackt ist bestimmt auch ganz geil. Strecke eher straff, teilweise sehr technisch, manchmal überfordernd, aber alles in allem sehr geil. Würde ich empfehlen. Gegen Ende der Route ist eigentlich mega schön, man ist praktisch in der Stadt Zürich. Aber man ist mitten im Wald, man ist im Sihlwald, auf einem Trail direkt am Fluss. Es hat kleine Tunnels, es hat Höhlen und man weiß aber eigentlich, hey, in ein paar Minuten bin ich mitten in der Stadt Zürich. Mein Ziel ist eigentlich, dass alle, die am Sonntag zurück in Zürich sind, dass die zum einen stolz sind auf das, was sie erreicht haben. Aber auch, dass sie auch danach wirklich sich trauen, rauszugehen, auch andere mitziehen. Dass man da wirklich sieht, hey, es ist so schön direkt vor der Haustür, dass man das auch öfter macht, nicht nur an Events. Also für uns beide war es das erste Mal, dass wir bei sowas mitgemacht haben. Und die Story war, dass Peter gesagt hat, er würde dafür gerne mitmachen. Aber es ist halt so, als Mann ist es manchmal so schwer, einen Startplatz zu kriegen. Und dann haben wir halt gesagt, ja komm, dann machen wir uns einfach, melden wir uns als Team an und gucken mal, was passiert. Und das hat dann halt geklappt.
Mir hat vor ein paar Jahren nämlich mal einer gesagt, vielleicht fängst du mal mit 100 Kilometern an, so ganz großspurig. Und da habe ich mir gedacht, okay, fangen wir mal mit 100 an. Jetzt sind wir bei 400. Schauen wir mal, was als nächstes kommt. Traumhaft schön. Are you hungry? Do you need a beer or something else? Or? Yeah, all of them. All of them? All beers and all of the food? Was für mich das Zürich Escape ausgemacht hat, ist, erstens ist es so nah, es ist so naheliegend, dass ich da eigentlich mitmache. Es ist von daheim, eine Viertelstunde bis am Start. Trotzdem, jetzt wo wir so unterwegs waren, fühlt man sich so weit weg von allem. Obwohl man immer noch ein kennt und so, aber man ist so lange unterwegs. Ja, es könnte auch irgendwo in der Welt sein. Das ist wirklich cool. Also es ist wirklich ein Escape von Zürich. Man soll die Route klauen, teilen, was auch immer. Geht raus, fahrt sie. Man kann sie auch mal über 3-4 Wochenende aufteilen. Man muss nicht immer 400 Kilometer am Stück fahren. Die Idee ist wirklich, dass geht raus, probiert es, egal ob schnell, langsam, auch mit dem E-Bike, spielt echt keine Rolle. Geht raus, nehmt eure Freunde mit und habt eine gute Zeit und genießt eure Landschaft. Das lohnt sich.